der Arzt kam rein und hat gesagt, du hast Krebs. In dem Moment kannst du eigentlich nur noch denken, hey Gott, das kannst du nicht mehr von mir wahren, dass ich da durch bin. Man fängt immer wieder an zu fragen, wo Gott bist du? Hi, ich bin Esther. Und ich bin Josia. Und wir haben ein neues Video für euch mit einem Special Guest. Genau, heute interviewt die Esther meine Mama. Sie hat schon sehr krasse Sachen erlebt und hat aber auch schon viele Wunder und wirklich intime Momente mit Gott erlebt. Wir dachten, es ist einfach so wichtig, von Leuten zu hören, die uns Ratschläge geben können. Uns als jüngere Generation, aber auch Leute, die vielleicht durch gerade eine schwierige Zeit gehen. Deswegen hört wirklich rein, macht sogar vielleicht Notizen, weil ich glaube, was sie sagt, ist wirklich wichtig und kann allen weiterhelfen. Yes, und viel Spaß. Viel Spaß. So, wir wollten so ein bisschen das Thema Leid und Krankheit thematisieren. Genau, und du hast da richtig viel erlebt in die Richtung. Und ich wollte dich einfach fragen, wie hat denn überhaupt alles angefangen? Ja, also wir haben zu der Zeit in Südafrika gelebt, seit ganz kurzer Zeit. Und ich war alleine mit den Kindern da, weil mein Mann in Deutschland war, gerade wegen der Arbeit. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einen Knoten habe in der Brust. Und ich war nicht noch ganz zuversichtlich, als ich mich da hingesetzt habe. Und der Arzt kam rein und hat gesagt, du hast Krebs. Keine freundlichen Worte, kein es tut mir leid, kein Vorgespräch irgendwie, sondern einfach nur die paar Worte mir hingeknallt. Und das war echt, als ob mir die ganze Last von einem Berg auf die Schulter fällt und mich zerquetscht. Mhm. Und in dem Moment kannst du eigentlich nur noch denken, hey Gott, das kannst du nicht mehr von mir wahren, dass ich da durch muss. Mhm. Ich war Christ schon viele, viele, viele Jahre und wirklich den Weg mit Gott gegangen, aber in dem Moment fängst du an zu zweifeln und zu hadern. Was mich wirklich getragen hat in der Zeit war, dass ich in einer Gemeinde fest verwurzelt war, dass die Pastoren an dem Tag, als ich es erfuhr, sofort zu uns kamen nach Hause. Die haben über mich gebetet und haben mir einfach die Kraft gegeben durchs Gebet, durch Worte, die in der Bibel stehen, die Gott zuruft, jedem. Aber besonders dann, wenn du so in einer Situation stehst, wo dir echt der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und am Tag drauf bin ich in den Gebetskreis gegangen von unserer Kirche und es war ein Erlebnis, also ich hatte das seither nie wieder. Es war einfach, Entschuldigung, die sind um mich rumgestanden, haben ihre Hände auf mich gelegt und haben gebetet, alle gleichzeitig. Und es war wirklich, als ob Gottes Gegenwart so im Raum war, so mächtig, so unglaublich, wie ich es noch nie erlebt habe vorher. Und ich wusste von dem Zeitpunkt, Gott wird mich heilen. Ich wusste es einfach, ich kann es gar nicht erklären, warum, aber es war, als ob Jesus selber die Hände auf mich gelegt hat und zu mir geredet hat. Ja. Das heißt, du wusstest von Anfang an irgendwie, Gott ist dabei, aber musstest trotzdem durch dieses ganze Leid durchgehen. Was würdest du sagen, war denn so das Schlimmste in der ganzen Zeit? Also das Schlimmste war, dass ich, obwohl ich wusste und obwohl Gott mir in der stillen Zeit morgens, ich habe einfach meine Bibel aufgeschlagen und da stand der Vers, du wirst nicht sterben, sondern leben. Und ich wusste, dass es Gott mir zusagt, dass ich geheilt werden würde und dass ich ein Zeugnis für ihn sein kann. Aber trotzdem muss man die Kraft haben und immer wieder neu einfordern, auch von Gott. Durch die Zeit, vor allem Chemo, war echt extrem schwierig für mich, weil ich es nicht gut vertragen habe. Immer wieder neu zu Gott schreien, hey, ich kann nicht mehr, ich bin unten, wo bist du? Und ich glaube auch, so anfangs denkt man darf Gott nicht anklagen, aber ich glaube, Gott ist ein Vater und man würde auch zu seinem Vater, zu seinem leiblichen Vater hier auf der Erde manchmal sagen, hey Vater, ich kann nicht mehr. Und ich bin einfach wirklich ehrlich und manchmal auch ganz klein zu Gott gekommen und habe gesagt, hey, ich kann nicht mehr, hilf mir raus aus dieser Situation. Und ich glaube einfach auch in dieser Ehrlichkeit liegt
ein tiefes Vertrauen zu Gott. Vor ein paar Jahren hast du ja nochmal eine Krebsdiagnose bekommen und jetzt vor ein paar Wochen nochmal. Wie war das für dich, trotz diesem Versprechen von Gott, ich werde dich heilen, irgendwie immer wieder so riesen Rückschläge zu erleiden und irgendwie zu wissen, das Leid verfolgt mich irgendwie und die Krankheit? Ja. Also beim zweiten Mal war vor knapp 3 Jahren, hatte ich Blasenkrebs. Auch mit einer Diagnose, dass die Blase eben raus musste und was zur Folge hatte, dass ich inkontinent war, dass ich am Anfang wirklich mit Windeln rumlaufen musste wie ein kleines Kind. Bringt dich ganz, ganz auch wieder an den Rand all deiner Kräfte und deiner Wünsche, die du eigentlich hast für dein Leben. Und man fängt immer wieder an zu fragen, wo bist du Gott? Ich habe immer die Phase gehabt, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich gedacht habe, hey, jetzt schaffe ich es echt nicht mehr. Aber es war immer etwas da, was mich gehalten hat. Ich kann es ganz schlecht erklären, aber ich hätte nie gewollt oder bewusst von Gott weglaufen wollen. Ich wusste, es ist der einzigste Platz, wo ich Ruhe finden kann und wo ich Hilfe finden kann. Ich habe ganz viele Phasen gehabt, wo es mir richtig, richtig schlecht ging, wo ich auch psychisch drin hing, keine Kraft mehr hatte, manchmal richtige Panikattacken hatte. Ja, die Zeiten kommen. Aber ich glaube, man darf sich die auch eingestehen in so einer Situation. Was ich weiß, was mir wirklich geholfen hat, ist die vielen, vielen Gebete, die hinter mir standen. Also ich weiß, dass viele Menschen für mich beten, schreien zu Gott. Und ich hatte oft selber nicht mehr die Kraft zu beten. Oder nur, ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht zu dir beten, ich sehe dich einfach im Moment nicht. Aber ich merke, dass er andere Menschen dann dazu berufen hat, diese Aufgabe für mich zu übernehmen. 4 Wochen gebraucht, bis ich es akzeptieren konnte, schon wieder Krebs zu haben. Jetzt bin ich aber total ruhig drüber. Ich habe so viele Möglichkeiten, dadurch mit Menschen zu reden, auch besonders mit Freunden oder Bekannten, die keine Christen sind. Und das freut mich unheimlich. Ich denke, das ist das, was wichtig ist und was wertvoll ist letztendlich. Ja. Wenn du sagst, du hast Gott irgendwie trotzdem noch als einen liebenden Gott erlebt oder du glaubst an einen Gott, der gut ist, warum gibt es dann Leid, würdest du sagen? Ich weiß es nicht, das ist echt eine schwierige Frage. Manchmal sage ich ja, manchmal sage ich nein, aber ich denke, dass Gott uns vielleicht nicht Leid, aber Prüfungen schickt, damit wir wachsen können an ihm und damit er auch sieht, liebst du mich trotzdem noch, auch wenn ich dir deine Gesundheit nehme oder wenn ich dir deinen Arbeitsplatz nehme, liebst du mich trotzdem noch? Oder liebst du mich nur dann, wenn es dir gut geht im Leben? Ja. Also ich glaube schon, dass Gott von uns einfordert, immer wieder neu Ja zu ihm zu sagen und zu sagen, Gott, ich liebe dich, egal wie mein Leben aussieht. Ich will für dich da sein, ich bin hier, um dir zu dienen. Und ich möchte es, also ich habe wirklich gelernt, es nicht mehr an meinem Wohlbefinden festzumachen, an dem, ob ich jetzt genügend Geld habe oder eine gute Arbeit oder ob ich total gesund bin und hüpfen und springen kann wie ein junges Mädchen. Das ist es nicht. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass meine Liebe dadurch zu Gott eine ganz andere Dimension einnimmt, wie ich sie vorher hatte. Vorher war es einfach so, ja, Gott ist da und ich gehe in die Gemeinde und alles ist gut. Heute ist es so, ich brauche Gott. Wenn ich ihm nahe bin, geht es mir gut. Wenn ich mich von ihm entferne, habe ich die Kraft, nicht meinen Alltag zu leben. Ja. Das heißt, er fordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht. Genau. Und ich glaube, da merkt man wieder so die Sehnsucht von Gott nach einer tiefen Beziehung zu uns Menschen. Und dass es ihm nicht darum geht, uns zu überfordern oder herauszufordern, sondern dass er das Herz dahinter haben will. Dass er sich so eine große Liebe zu uns hat, dass er sich genauso diese Liebe auch von uns wünscht. Und wie würdest du sagen, hast du es aktiv gemacht? Wie bist du dran geblieben in Zeiten von Krankheit und von Leid und von Zweifel? Indem ich mich bewusst abgewandt habe von den Gedanken, die spontan so in meinen Kopf kommen, nämlich, oh, ich bin so arm dran, jetzt habe ich schon wieder Krebs. Es hilft einem, wenn man sich einfach bewusst umdreht. So, der Schatten ist hinter einem. Ich möchte in die Sonne gucken, ich möchte
das Gute sehen in meinem Leben. Und das ist wirklich was, denke ich, was man lernen kann und jeden Tag auch wieder bewusst so diesen Schritt geht, um zu sagen, ey, nee, mir geht es zwar gerade nicht gut, aber ich habe so viel anderes in meinem Leben, was gut ist, und darauf möchte ich gucken. Und dann hat man nämlich auch die Kraft, die anderen Sachen zu tragen. Ja. Also was für ein Gott hast du Gott in der Zeit erlebt und wie hat sich deine Beziehung zu Gott durch dieses Leid und die Krankheit verändert? Für mich ist Gott heute ein Vater, ein Papa, der bei mir ist, der sich tagtäglich immer Gedanken um mich macht, auch wenn man sich das so menschlich gar nicht vorstellen kann. Es gibt 8 Milliarden Menschen oder was auf der Welt und doch sieht er mich, kleine Gabi, in der Ecke sitzen, wenn ich heule oder wenn ich keine Kraft habe. Und das ist für mich so überwältigend, der Gedanke, zu wissen, ich bin ihm wichtig. Und ja, also ich denke, viele sagen, hey, warum lässt es dann Gott so? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich weiß es, dass er mir den Schritt hilft, aber nur den nächsten Schritt, nicht den übernächsten oder den in 3 Wochen oder in 5 Monaten, sondern er hilft mir, den Schritt zu gehen, dass ich den heutigen Tag leben kann und für den heutigen Tag Kraft bekomme. Ja. Und viele sagen, wie kannst du glauben an einen Gott, der das zulässt? Ich kann daran glauben, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass er mir hilft. Und ja, dass es mir wichtig ist, eine Beziehung zu ihm zu haben. Ich hätte diese Krankheiten nicht schaffen können ohne meinen Gott. Mich berührt es voll, deine Geschichte zu hören. Und ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie so sein eigenes Päckchen zu tragen. Und meins ist vielleicht viel kleiner und viel unwichtiger aus menschlicher Perspektive, aber irgendwo genauso schwer zu tragen. Und was würdest du jemandem mitgeben, der gerade Leid erlebt oder der irgendwo in seinem Leben einen Bereich hat, wo er voll hoffnungslos ist? Egal, ob ihr Gott kennt oder nicht, was würdest du gerne den Leuten mitgeben, die das Video gerade gucken? Das Leid oder das schwere Päckchen, das du im Moment zu tragen hast, ist das, was für dich wichtig ist in deinem Leben, was für dich schwer ist, was dich runterzieht im Moment, was ein Berg ist, den du gerade nicht überwinden kannst. Ich finde nicht, dass man sich schämen muss, dann, wenn man es ausspricht. Wenn man sagt, ey, ich leide gerade, weil, was auch immer es ist in deinem Leben. Ich habe die Erfahrung gemacht, es auch Menschen zu sagen, einfach jemanden zu finden, dem man vertrauen kann. Aber für mich ist es auch vor allem Gott, weil wenn ich, sage ich mal, mit meinem Mann rede, er ist auch nur begrenzt in seinen Möglichkeiten und er liebt mich und er wird sicher alles für mich tun, aber er kann nur so weit gehen, wie ein Mensch gehen kann. Ja. Aber Gott kann viel weiter gehen und also für mich ist es einfach beides. Ich brauche vor allem Gott und ich brauche vor allem sein Wort. Wenn es mir schlecht geht, schlage ich sein Wort auf und lese in der Bibel, ich lese Psalmen und ich singe seinen Lobpreis in meinem Herzen, ich sage es laut raus, was auch immer. Ich versuche einfach, wie ich vorher schon sagte, wegzugucken von dem, was schwer ist für mich. Und einen Platz zu finden, wo ich mich fallen lassen kann. Und das ist für mich, trotz all den lieben Menschen um mich herum, aber für mich ist es Gott. Gibt es einen Bibelvers, der dich besonders durchgetragen hat und begleitet hat und den du einfach den Leuten mitgeben kannst? Das ist ein Vers, den ich schon ganz lange auf dem Herzen habe, aus 2. Timotheus, glaube ich. Ich habe dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Sorry, ich kann es nur auf Englisch. Weil mir ist es unheimlich wichtig, dass ich eben nicht in der Furcht mein Leben verbringen muss, sondern wirklich in der Liebe Gottes, in der Besonnenheit, in dem, dass er mein Herz frei macht. Ja, danke dir. Gerne. War richtig schön, dass du uns deine Geschichte erzählst. Sehr gerne. Genau, und ich nehme mir davon richtig viel mit und ich hoffe, das könnt ihr einfach auch. So, das war's. Danke an meine Mama und Esther. Da war sehr, sehr viel Wertvolles dabei. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, man kann so gut von Leuten lernen, die schon Lebenserfahrung haben und die schon wirklich Steine und Berge mit Gott versetzt haben. Deswegen, ich hoffe, ihr konntet wirklich da was Wichtiges und Gutes mitnehmen für euch.
wie ihr mit Leid oder vielleicht Enttäuschung oder einfach schwierigen Phasen umgeht. Genau. Und wie Gabi gesagt hat, es ist so wichtig, sich Menschen anzuvertrauen, aber vor allen Dingen Gott. Deswegen wollen wir euch richtig gern anbieten. Uns sind unsere Insta-Sachen verlinkt und was weiß ich was alles. Schreibt uns richtig gerne. Wir wollen für euch beten, für euch irgendwie da sein. Und wenn ihr irgendwie mit meiner Mom in Kontakt Ja, sein wollt, stimmt. wir leiten es gerne weiter, falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder so. Genau. Ja. Aber genau, dann danke, dass ihr zugeschaut habt. Kommt gerne nochmal wieder zum Video zurück, wenn ihr irgendwas vergessen habt. Schickt es Leuten weiter, wenn ihr gerade Definitiv. jemanden kennt, der Leid erlebt. Das ist sehr wichtig. Ja. Genau, und einfach liked, abonniert und solche tolle Sachen. Die helfen mir immer. Okay, bis dann. Ciao.